Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier Verpackungen stehen. Das sind, wie ihr erkennen könnt, oder hoffentlich erkennen könnt, entsprechend Turbolader. Das letzte Video, was ihr gesehen habt, war ja das Video, wo ich den Differentialkühler zurückbaue. Das war ein Video, was ich vorproduziert habe. Den habe ich bereits vor einiger Zeit ausgebaut, bevor ich überhaupt angefangen habe, mich mit dem Turbolader-Problem zu beschäftigen. Jetzt war aber bei mir in den Projekten, also auf der Arbeit, bin ja selbstständig, war in den Projekten sehr viel los. Ich habe noch 2 Schulungen gehalten. Insofern war das ganz gut, dass ich Videos vorproduziert habe. Und heute soll es jetzt weitergehen mit dem Thema Turbolader am M2. Und zwar, wie gesagt, habe ich jetzt hier mich doch dafür entschieden, 2 neue Turbolader zu kaufen, aus dem einfachen Grund. Ich hatte erst nur den defekten Turbolader Bank 2 direkt über BMW gekauft, habe dann aber gesehen, dass es den identischen Turbolader, also sprich gleiche Teilenummer, einfach nur ohne BMW-Branding, halt direkt vom Hersteller, in dem Fall werden die ja von Mitsubishi gefertigt, auch direkt von Mitsubishi gibt, beziehungsweise halt über einen anderen Händler, also sprich aus dem Internetshop. Und habe mich dann dafür entschieden, für den Preis, was ein Turbolader bei BMW kostet, eben 2 nicht von BMW zu kaufen. Ob das nachher eine gute Idee war, sehen wir dann, wenn ich die Turbolader wieder einbaue, ob das alles passt oder ob es da Probleme gibt. Wie gesagt, dadurch, dass die Teilenummer identisch ist, gehe ich erstmal nicht davon aus, dass es Probleme gibt, aber man weiß ja nie. Jetzt schauen wir hier einmal rein. Also wie gesagt, 2 neue Turbolader. In jedem Turbolader-Paket ist hier auch eine kleine Spritze mit Öl mit dabei. Die Turbolader sind ja ölgeschmiert und wassergekühlt, und damit, wenn wir das neue Teil verbauen, dort eben bereits ein bisschen Öl um die Welle ist hier diese Spritze mit dabei. Dann kann man das dort direkt an die Öffnung für die Welle geben. Das heißt, bevor wir die Ölleitungen verbinden, werde ich dann hier die Welle eben mit diesem Öl vorbefüllen. Ansonsten, wie sieht das Ding aus? Ich packe den mal hier raus. Das ist jetzt in dem Fall der Turbolader für die Bank 2, wenn mich nicht alles täuscht, weil der hier so nach unten wegknickt. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das derjenige, der wie gesagt bei mir kaputt ist, also sprich Bank 2. Wie ihr sehen könnt, komplettes Neuteil zusammen mit dem Stellmotor, für die Drosselklappe, mit dem Stellmotor für das Wastegate. Das heißt eigentlich Plug and Play. Ich brauche eben noch die Schrauben und die Dichtungen, die habe ich ja bereits gekauft, direkt von BMW. So im Idealfall sollte ich dann also diese neuen Turbolader einfach gegen die bestehenden tauschen können. Wie gesagt, der hier ist ja auch der, den ich unbedingt brauche. Das ist ja der von der Bank 2, wo mir das Abgasrad abgefallen ist, beziehungsweise ja, sich abgelöst hat. Hier haben wir ein Abgasrad. Und ja, jetzt schauen wir noch einmal in das andere Paket. Einfach der Vollständigkeit halber. Packen den hier wieder rein. Kommt sehr gut verpackt, also kann ich jetzt erstmal so nichts Negatives sagen. Wie gesagt, wenn es dann anders verbauen geht, wird sich zeigen, ob es doch noch Unterschiede gibt zwischen dem Teil von BMW und diesem Teil, was man eben im Zubehör findet. Ich hoffe, dass es nicht der Fall ist. Ich hoffe, die passen 1:1. Aber wir schauen jetzt dann einfach mal, wenn es soweit ist. Vielleicht muss man ja auch irgendwas adaptieren, keine Ahnung. Das sind dann alles Dinge, die sich zeigen werden. Auch hier gleiches Spiel. Wir haben wieder so eine kleine Spritze mit Öl. Und wir haben den anderen Turbolader. Und wie wir sehen können, wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier der Lader für die Bank 1. Das heißt also derjenige, der in Richtung Fahrzeugfront gesehen vorne sitzt. Und hinten dran, wie gesagt, kommt dann der Lader 2, der bei mir kaputt ist. Gleiches Spiel, auch eben mit dem Wastegate-Verstellmotor bereits vormontiert. Ansonsten auch hier natürlich die Anschlüsse für Wasser und Öl. Also insgesamt, wenn alles gut läuft, sollte das dann ein problemloser Tausch werden. Wird sich dann eben zeigen. So, und dann das nächste, worum es heute eigentlich gehen soll. Ich habe mir ja eine Motorbrücke besorgt, beziehungsweise, jetzt wisst ihr es, ich habe mir eine Motorbrücke besorgt. Zusätzlich zu der Motorbrücke habe ich mir solche Haken besorgt. Das hier sind jetzt 14er Haken, die sind eine Nummer zu groß. Ich habe das gleiche auch nochmal in 12. Das zeige ich euch einmal. So sieht das dann aus mit der richtigen Größe. Das ist ein 12er Haken. Ihr seht auch, ich habe hier unten jetzt bereits ein bisschen Kupferpaste aufgetragen. Warum habe ich das gemacht?
damit eben das Gewinde, das wird vorne im Motor oder beziehungsweise vorne am Motor gibt es eben ein entsprechendes 12er Gewinde, wo man eine Gewindestange oder hier so einen Haken einführen kann. Meine Idee war, den Haken zu nehmen und hier dann eben eine Kette zu befestigen, mit der ich das dann über die Motorbrücke nach oben ziehe, also sprich den ganzen Motor. Vorher habe ich dieses 12er Gewinde im Motorraum natürlich gereinigt, also sprich ausgeblasen und eben dann, damit sich für den Fall, dass das jetzt nicht 100% gearbeitet ist, das Gewinde oder auch vielleicht durch Feuchtigkeit oder ähnliches in dem Gewinde im Motor leichte Verschmutzungen vorhanden sind, trotz Ausblasen, habe ich das eben mit Kupferpaste eingeschmiert, damit sich das leichter eindrehen lässt. Zeige ich euch gleich am Motor selber, wie das dann aussieht. Und wie gesagt, die Idee ist jetzt, dass ich mit der Motorbrücke, die ich jetzt habe, den Motor eben um diese 25 mm anheben kann, damit ich entsprechend das Motorlager auf der Beifahrerseite gelöst bekomme, um dann die letzten Öl- und Wasserleitungen abnehmen zu können, um es mir endlich zu ermöglichen, die Turbolader zu wechseln. Insofern hätte ich gesagt, springen wir jetzt einmal in Richtung Motorraum. So, hier ist jetzt wie gesagt dieser Haken. Hier vorne haben wir dieses 12er Gewinde, relativ zentral und relativ weit vorne am Motor positioniert. Da habe ich auch tatsächlich Referenzinformationen gefunden, wo das andere Leute auch hier befestigt haben, um den Motor anzuheben. Zudem habe ich auch das Ganze geprüft in Bezug auf die Anleitung von BMW. Dort wird ja von einem Special Tool gesprochen und auch dort passt das Bild, was in der Anleitung zu finden ist, eben zu dieser Position. Wie gesagt, das Gewinde habe ich schon gereinigt. Das heißt, hier drehe ich jetzt diesen Haken ein. Und im Idealfall kann ich dann, wenn ich meine Motorbrücke darüber setze, an dem Haken das Ganze, also den ganzen Motorblock eben anheben. Ich hole jetzt einmal die Motorbrücke. So, jetzt schauen wir mal. Okay. Somit wäre das relativ mittig. Oh, okay. Das sieht jetzt nicht so gut aus. Hier haben wir jetzt sozusagen kaum Spielraum, um das Ganze anzuheben. Ich hole mal gerade das Gegenstück oder beziehungsweise hier gehört noch eben eine entsprechende Zugeinheit dazu, womit man das nach oben ziehen kann. Ich hole das mal, dann wird das ein bisschen transparenter. So, also die Grundidee ist, dass man hier durch diese Motorbrücke, ich hoffe, man kann das auf dem Video gut erkennen, dass man hier diesen Haken durchführt. Hier unten an dem Haken kann man dann eine Kette befestigen und eben die Kette dann wiederum zum Beispiel hier mit so einem Haken verbinden und dann über diese Schraube hier oben beziehungsweise über das Gewinde und diese Flügelschraube das Ganze nach oben ziehen. Jetzt habe ich aber das Problem, dass wenn ich den Haken ansetze, ich bereits eben tiefer bin als der Haken, der in meinem Motor ist. Also sprich, ich bin schon im negativen Bereich. Ich versuche euch das mal mit der Kamera einzufangen, indem ich die mal umpositioniere. So, ich denke, jetzt müsstet ihr das auf der Kamera ganz gut sehen können. Wenn ich jetzt den Haken hier rüber schiebe, dass ich hier nur bedingt Spielraum habe, um das Ganze nach oben zu ziehen. Das ist natürlich hervorragend. Das bedeutet, ich muss mir hier was anderes überlegen. Oh je. Die Brücke habe ich von meinem Motorenbauer zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist echt super, dass der immer so Spezialwerkzeug hat. Allerdings sind jetzt halt diese Füße hier eigentlich ein bisschen zu niedrig und das müsste noch ein Stückchen weiter nach oben. Ich habe im Internet, als ich das gesehen habe, wie das jemand macht, auch gesehen, der hatte hier tatsächlich so eine relativ verteilte Konstruktion. Der hatte hier 2 Füße sitzen, also auf jeder Seite einen Fuß. Die haben dann eine Stange nach oben gehabt und hier oben saß sozusagen diese Brücke. Also der hatte viel mehr Möglichkeiten da zu ziehen. Da muss ich mir jetzt was überlegen. Die andere Möglichkeit wäre halt, wenn der Haken länger ist, ja, ich spreche mal mit meinem Motorenbauer, was der sagt, was da die geschickteste Herangehensweise ist. Ich rufe ihn mal schnell an und dann geht es für euch gleich weiter. So, ich habe jetzt mit meinem Motorenbauer gesprochen. Also er meinte, alles gar kein Problem. Das ist ein Universalwerkzeug. Also sprich, man muss das nicht zwangsläufig mit diesem Hakeneinsatz hier verwenden. Jetzt war seine Idee, also dieses Gewinde hier von dem Haken ist natürlich zu groß. Das passt, wie hätte es anders sein können, natürlich nicht in das Gewinde, was ich im Motorblock habe. Seine Information war jetzt anstelle des Hakens, dass ich mir eine entsprechend lange Gewindestange besorge, die ich dann hier in der Mitte durchführe, das passt ja, und dann hier oben entsprechend große Unterlegscheiben platziere mit einer langen Nuss und dann eben so mit dieser langen Gewindestange praktisch auch wieder eine Hebelwirkung erzeugen kann. Dadurch, dass sich das dann hier abstützt und wir sozusagen von unten nach oben ziehen,
kann ich dann auch schaffen, mit dieser langen Gewindestange den Motor eben nach oben anzuheben. Und wie gesagt, wenn das jetzt nur eine Stange ist, dann sehen wir ja, habe ich hier mehr als diese 2,5 cm, die ich brauche, um das Ganze nach oben zu befördern. Das heißt, das funktioniert dann. Einziges Problem ist jetzt eben, ich habe natürlich keine passende Gewindestange da. Ich habe eine 8er ohne 10er Gewindestange. Oder eben, ich hätte jetzt hier sowas Großes mit 14 oder ich glaube 16 ist das sogar. Ja, also 14 habe ich auch noch, diese Haken, aber die sind ja auch zu groß. Bedeutet also genau die Größe, die ich jetzt brauchen würde, habe ich nicht. Insofern, ja, können wir jetzt in dem Video leider nicht weitermachen. Ich werde das wahrscheinlich dann einfach mal irgendwo zwischen der Woche posten. Wie gesagt, das letzte Video war ja auch ein bisschen off-topic mit dem Differentialkühlerrückbau. Ja, leider geht das jetzt hier nicht weiter. Ich packe mal den Krempel schnell zur Seite. So, ich habe jetzt erstmal diesen Haken, der hier dabei war, wieder weggepackt. Ja, was soll ich sagen? Wie eben schon erwähnt, kommen wir jetzt hier leider nicht weiter. Ich pushe das Video trotzdem mal zwischendurch, dann habt ihr zumindest das Update bekommen in Bezug auf die Turbolader. Ihr habt gesehen, wie ich jetzt hier weiter vorgehe. Im nächsten Video, wenn dann hoffentlich das richtige Equipment da ist, also sprich eine entsprechend lange Gewindestange und Unterlegscheiben und vielleicht eine Langmutter oder irgendwas. Das hat mir mein Motorenbauer empfohlen. Wenn das dann da ist, dann geht es hier weiter. Dann kann ich das Ding endlich hoffentlich anheben und wir können die zwei Turbos ausbauen und dann nochmal im Detail vergleichen. Unterschied alter Defektor-Turbo zu neuem Turbo, dass man es nochmal ein bisschen besser sieht. Bisher haben wir uns ja nur das Abgasturborad angeguckt und dieses eine wackelige Video. Insofern, die packe ich jetzt erstmal wieder weg. So, die Motorbrücke ist weg. Jetzt drehe ich hier auch wieder den Haken raus, damit ich mir hier nicht meine Haube kaputt mache, wenn ich dann das Ganze gleich wieder schließe. Wie gesagt, wird dann jetzt ein kurzes Video. Ich pushe das jetzt irgendwann zwischen der Woche, damit ihr ein Status-Update habt. Ansonsten, wie gesagt, ein paar Infos gibt es ja auch immer in Form von Bildern vorher für die Kanalmitglieder. Ja, jetzt müssen wir hier leider noch mal ein bisschen warten. Es war halt auch, wie gesagt, einfach arbeitstechnisch viel los. Die anderen Videos, die relativ kurz hintereinander kamen, die hatte ich gut vorproduzieren können, aber die letzten Wochen, da war wirklich extrem viel los. Deswegen bin ich jetzt hier nicht wirklich weitergekommen. Ich hoffe, es war trotzdem was Hilfreiches für euch dabei. Wir haben uns ja die Turbolader angeschaut. Ich habe euch die Info gegeben, dass dort eben im Zubehör die gleichen Turbolader deutlich günstiger sind, als wenn ihr die direkt über BMW bezieht. Ich würde euch jetzt noch nicht empfehlen, die gleich zu kaufen, sondern vielleicht erst abwarten, wenn ich die hier verbaut habe, ob das auch wirklich funktioniert oder ob wir irgendwelche Probleme haben bezüglich der Wastegate-Steuerung oder ähnlichem. Das ist ja das einzige Teil, wo ich mir vorstellen könnte, weil es elektrisch ist, dass wir da vielleicht Probleme bekommen. Ich hoffe es nicht, aber wie gesagt, das solltet ihr vielleicht noch abwarten. Und wenn das dann alles gut aussieht und die Mühle wieder läuft, dann hätte ich gesagt, ist es auf jeden Fall eine konkrete Kaufempfehlung für diese Turbolader, dass man die eben nicht über BMW bezieht, sondern eben direkt von Mitsubishi. Da spart man sich noch mal ein bisschen Geld. Wie gesagt, kurzes Video. Ich hoffe, es war trotzdem was Hilfreiches für euch dabei. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und hoffentlich bis bald.